Heute wandele ich mit euch buchstäblich in den Fußspuren eines germanischen Gottes. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Mystischen. Euer Totengräber schlägt sich hier durch ein Waldstück namens Lanzenhagen. Mehrere Legenden ranken sich um dieses Gehölz. Eine handelt von einem alten Bauer und seinem einzigen Sohn aus dem nahen Rasfeld. Während sich der alte Bauer mit der schweren Arbeit auf dem Hof abmühte, ging der Sohn lieber auf die Jagd. Selbst als der Vater auf dem Sterbebett noch einmal seinen Sohn zu sich rief, um ihn ins Gewissen zu reden, ging dieser lieber wieder zur Jagd als zu seinem Vater. »So jage denn bis zum jüngsten Tage«, soll der Alte ausgerufen haben, bevor er verstarb. Und bis heute soll der Geist seines Sohnes in Lanzenhagen umherwandern, und man soll bis heute Jagdgeräusche und Hundegebell im Wald vernehmen. So wie auch bei meinem Besuch. Zugegeben, nun ist Hundegebell in einem Wald nicht besonders ungewöhnlich. Aber an diesem Ort, mit dieser Legende, klingt es schon etwas unheimlich. Allerdings ist der Wald nicht der Hauptgrund meines Besuches, sondern ein Stein in ihm. Ein circa 1 mal 1,5 Meter großer Granitblock, der eigentlich gar nicht von hier stammt. Dies ist der Wodanstein. Vor über 150.000 Jahren, während der sogenannten Saale-Eiszeit, im Pleistozän, also einer Zeit, in der Neandertaler noch Jagd auf Mammuts machten, wurde dieser Fels von einem Gletscher aus Skandinavien hierher verschoben. Als später Karl der Große zwischen 772 und 804 den hier lebenden germanischen Sachsen das Christentum aufgezwungen hat, waren diejenigen, die an der alten Religion festhielten, gezwungen, ihre Rituale und Opferungen im Geheimen weiterzuführen. Zum Beispiel tief in den Wäldern, an markanten Orten wie Lichtungen oder Felsen. So soll auch der Wodanstein ein solcher sächsischer Opferstein gewesen sein und war, wie der Name schon sagt, dem Germanengott Wodan geweiht. Dass ich genau zum Jahreswechsel hier bin, ist kein Zufall. Die 12 Nächte um Silvester herum bezeichnet man als Rauhnächte. Es heißt, in dieser Zeit ist die Grenze zwischen der Menschenwelt und dem Geisterreich besonders dünn. Die Sagen und das Brauchtum um die Rauhnächte sind so zahlreich, dass es jeden Rahmen sprengen würde, hier alles aufzuzählen. Wer meine anderen Videos kennt, erinnert sich vielleicht, dass auch der verfluchte Hund aus Dorsten in einer Rauhnacht angesprochen werden muss, um erlöst zu werden. Das wichtigste und größte Ereignis der Rauhnächte ist die wilde Jagd. Wodan, auch Odin genannt, führt eine große Jagdgemeinschaft an, die mit lautem Getöse, Jaulen, Jammern und Rasseln durch die Luft zieht. Je nach Mythos besteht dies Gefolge aus den Seelen von Menschen, die verstarben, bevor ihre Zeit gekommen war. Von Hexen und Dämonen ist die Rede. Auch Tiere wie Hunde und Pferde sollen dabei sein. Wodan wird von seinen Wölfen und seiner Frau Frigg begleitet. Nach ihr ist der Freitag benannt und man geht davon aus, dass sie die Vorlage für die Märchenfigur Frau Holle ist. Wer das wilde Heer vorüberziehen sieht, läuft Gefahr, mitgerissen zu werden,
und die Jagd jahrelang begleiten zu müssen. Aber auch für diejenigen, die nicht mitgezogen werden, ist das Erblicken der wilden Jagd oft ein schlimmes Omen. Den nahen Tod des Beobachters soll die Jagd bedeuten oder Katastrophen wie Kriege, Hungersnöte oder Krankheiten voraussagen. In seltenen Fällen jedoch soll man liebliche Musik hören, wenn die Jagd vorbeizieht. Dies soll ein gutes Omen sein. Noch heute kennen viele Menschen den Brauch, zum Jahreswechsel keine Wäscheleinen zu spannen, damit sich die wilde Jagd nicht darin verfängt und man sich den Unmut dieses schaurigen Heeres zuzieht. Man sagt, wenn die wilde Jagd dieses Waldstück erreicht, soll Wodan hier an dem ihm geweihten Stein eine Rast einlegen. Weil er das schon seit über 1000 Jahren macht, soll sich im Laufe der Zeit sein Fußabdruck in den Stein geprägt haben. Und tatsächlich gibt es in dem Stein eine Mulde, die stark an einen Fußabdruck erinnert. Auch ein Pfotenabdruck eines seiner Wölfe und der Abdruck seines Gewehrkolbens sollen laut Infotafel in dem Stein erkennbar sein. Ich habe einige Mühe, diese zweifelsfrei zu erkennen. Dies könnte der Abdruck des Gewehrkolbens sein, aber dieser Abdruck ist bestimmt nicht der eines Wolfes. Allerdings wird Wodan für gewöhnlich mit einem Speer abgebildet, anstatt eines Gewehres. Und dieser kleine runde Abdruck könnte von einem Speerstiel stammen. Dann müsste dies hier der Pfotenabdruck sein. Wie dem auch sei, langsam bricht die Dämmerung herein, und obwohl der Gedanke verlockend ist, die wilde Jagd zu begleiten, verschwinde ich wohl besser von hier, bevor es dunkel wird. So kann ich meine eigene Jagd weiterführen, die nach Mythen und Legenden.